Ist es eine gute Idee, sich als junger Mensch für den Maschinenbau zu entscheiden? Es ist eine sehr gute Idee, weil der Maschinenbau für Zukunftstechnologien steht. Man hat als junger Mensch die Chance, sehr sinnstiftend in seinem Leben tätig zu sein, international tätig zu sein. Man arbeitet in Teams, man arbeitet daran, aus Ideen, Träumen reale Produkte zu produzieren und hilft den Kunden des Maschinenbaus, die Dinge nachhaltig zu produzieren. Wir realisieren einen gelungenen Klimawandel durch unsere Technologien. Es gibt viele gute Gründe und wir sind nicht umsonst größter industrieller Arbeitgeber in der Bundesrepublik. Wir sind sehr erfolgreich in den Weltmärkten. Man hat also einen zukunftssicheren Arbeitsplatz im Maschinenbau und wir sind die Nummer 1, wenn es um Innovation geht. Deswegen sind wir auch größter Ingenieurarbeitgeber für junge Menschen in der Bundesrepublik. Ja, und das duale Studium gewinnt ja auch an immer größerer Bedeutung. Aus welchen Gründen beteiligen sich Unternehmen am dualen Studium und welche Vorteile bringt ein duales Studium für Unternehmen? Es ist tatsächlich ein Erfolgsmodell geworden in den letzten Jahren. Ich glaube, junge Menschen begeistert, dass man direkt einsteigt in das Unternehmen seiner Wahl. Man findet ja zusammen. Der Unternehmer sucht sich den passenden Kandidaten aus und der sagt, ja, Deal. Ich fange hier an, das ist mein Einstieg in die Zukunft. Man kriegt eine Ausbildungsvergütung, kann dann schon selbstständig ein Stück seinen Weg gehen, ist viel näher an der Praxis dran als in normalen Studiengängen. Es ist ja eben dual. Und man lernt dann, sage ich mal, in den Job hineinzuwachsen, lernt sein Umfeld sehr gut kennen, ist von Anfang an quasi im realen Berufsleben auch ein Stück weit angekommen. Und für die Unternehmen ist es eine super Chance, auch wenn sie in der Region tätig sind, auch wenn sie vielleicht kleineres Unternehmen sind, nicht so bekannt, junge Menschen für diesen Einstieg zu gewinnen. Und wie läuft die Kooperation zwischen Hochschulen und Unternehmen? Wie zufrieden sind die Unternehmen damit? Unsere Befragung hat gezeigt, dass das ganz gut klappt. Ja, natürlich gibt es Verbesserungspotenziale, gerade dann, wenn es darum geht, immer wieder neue Bedürfnisse aus der Industrie, neue Technologien schnell zu adaptieren, zu überführen in die Studieninhalte, die dann in den nächsten Semestern umgesetzt werden sollen. Dazu ist eben ein ständiger Dialog notwendig. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen Verbesserungsbedarf da. Aber in Summe sind die Unternehmen sehr zufrieden mit dieser Ausformung der Studiengänge. Die Qualität des dualen Studiums, wie kann diese auch im Hinblick auf die bestehenden Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden? Ja, ich glaube, es muss auch gelingen, alle Beteiligten im Prozess immer wieder in den Dialog zu bringen. Nicht nur, wie eben genannt, die Hochschule und das Patenunternehmen für das duale Studium, auch der Studierende, der Schüler muss mit an den Tisch, um, sage ich mal, seine Erfahrungswerte, seine Wünsche in den Prozessen zu berücksichtigen. Und auch die Politik gehört mit an den Tisch. Sie sollte eben nicht, sage ich mal, alleine aus einer, sag ich mal, ministerialen Sicht Studiengänge der Zukunft gestalten in Prozessen mit ihren Hochschulen, sondern alle Teilnehmer, alle Stakeholder müssen gemeinsam den besten Weg finden. Und dazu gehören dann eben nicht nur auch große Firmen, sondern auch kleine Unternehmen. Und wir sind da sehr offen. Wir haben deswegen auch diese Studie gemacht, um zu zeigen, wo stehen wir, wo sind die Verbesserungspotenziale, weil das war bis dato noch nicht so aufgezeigt. Und jetzt haben wir eine gute Dialogmöglichkeit.